jumpen wir nochmal ganz kurz zurück. Du hast ja eben schon über Missouri gesprochen, das machen wir dann danach. Als du aus Flensburg raus bist, bist du alleine nach Ja, Norderstedt? ich Also bin zu dem Zeitpunkt war ich unverheiratet, kein Kind, kein Kegel und Familie und Eltern dann in Flensburg gelassen ja, quasi. meine Eltern in Flensburg gelassen. Geschwister? Mein Bruder, ich habe einen 3 Jahre jüngeren Bruder, der ist Richtung Publizistik unterwegs. Wir kommen grundsätzlich so aus einer Journalistenfamilie, deswegen bin ich auch Richtung Werbung. Werbung. Der eine Großvater war zeitlebens Journalist, der andere, der ist leider aus dem Krieg nicht zurückgekommen, der war Werber. Insofern haben wir das beide mehr oder weniger unbewusst so fortgeführt. Also das war etwas, wir waren beides so Kandidaten, die sind im Deutschunterricht rausgeflogen. Nicht, weil wir Mist gemacht haben, sondern lass die anderen mal reden. Geh, was weiß ich, geh die für die Tür einen rauchen. Ich habe zeitlebens nicht geraucht. Mach sonst was, aber lass die anderen mal. Insofern war das eigentlich nur konsequent und das eben auch der Grund, warum ich aus Flensburg weg war. Also ich habe mich da nicht mit meinen Eltern verkracht oder irgendwie sowas, habe mich da oben in dieser überschaubaren Welt Flensburg sehr wohl gefühlt und kehre da auch, meine Eltern leben immer noch, toi toi toi. Fahren da auch immer noch mal wieder hoch und sind auch noch so 2, 3, 4, 5 alte Sealots, die es immer noch gibt. Ah, cool. Und dann ist dann gerne mal so ein Veteranentreffen oder wir machen das einmal im Jahr im kleinen Kreis. Da treffen sich so ein paar Alte und gucken den Super Bowl zusammen. Oh, das ist perfekt. Also das sind so, und dann werden natürlich alte Kriegsgeschichten. Ja. Leipzig ein und Leipzig Unterwasserkrieg, keine Luft und solche Geschichten ausgetauscht und das macht nach wie vor Spaß. Aber ich bin nach wie vor jemand, der sich eher alleine zu Hause vom Fernseher ist, als dass er sich auf eine Tribüne setzt. Ich fühle mich auf der Tribüne nach wie vor, keine Ahnung, also ich habe ja auf diesem hohen Level, habe ich ja selber aktiv nie gespielt. Aber man kriegt natürlich so als Equipment, als Jogwasher, als Waterboy doch eine ganze Menge mit. Teilweise eben auch, weil man kein Coach ist. Also dann kommen die Jungs schon mal und klagen ihr Leid, weil sie wissen, das hat jetzt keine, hier kann ich den Mund aufmachen, das hat jetzt keine Folgen Ja, für meinen Roster-Status. ja, ich kann mir vorstellen, dass du da einige Gespräche geführt hast, die den Ja, Spieler vielleicht ja, und mental. man sieht natürlich auch Spieler von der anderen Seite. Genau. Also hier kann ich jetzt mal so sein, wie ich bin. Das ist auch etwas, was ich Stichwort Missouri, da noch viel stärker kennengelernt habe. Ja, glaube ich. Und insofern ist das auch eine Position, die mir Spaß macht. Also ich sag mal, wenn man das übersetzt, es ist ja ein Zeugwart. First in, last out. Du bist morgens der Erste und abends der Letzte. Aber muss da schon eine ganze Menge, ich sag mal, Enthusiasmus mitbringen. Aber das war eben bei Blau auch. Die Jungs, das Konzept war ja, komm im Schlüpper und im Badeschlappen und den Rest kümmern wir uns. Da war ja auch noch ein Klamottensponsor mit anfangs Adidas, Kappa und so weiter. Also da hatten wir auch wirklich ordentlich was zu tun. Aber die Jungs haben haben auch entsprechend zurückgegeben. Also das war eine dankbare Aufgabe. Du hattest da eine Truppe, wenn du da zum Training kamst. Du wusstest, du hast hier was zu tun, weil da sind eben auch 50 Mann beim Training oder mehr. Weil in den Anfangsjahren, da hing Donnerstagabend an der Umkleidekabine nach dem Training eine Liste. Wer darf sich am Samstag umziehen und wer nicht. Und dementsprechend wurde natürlich, war Trainingsbeteiligung, war aber keine Frage. Und zum anderen wurde da im Training auch entsprechend Gas gegeben. Also das war end oder wieder. Ich will da am Samstag raus. Wenn meine Familie, meine Bürogemeinschaft, wenn da, was weiß ich, 10.000 auf der Tribüne sitzen. Klar. Ja, und dann Lokalsender Hamburg 1, das Ganze lief Montagabends auch noch im Fernsehen. Also Monday Night Football hieß das damals. War nicht ganz so groß wie das, was wir heute aus Amerika kennen. Aber da war natürlich schon eine gehörige Portion Motivation dahinter. Und Cool. wie gesagt, für jemanden, der wie ich dann aus dem überschaubaren Flensburg Sealots, wir haben den Platz selber auf- und abgebaut und so weiter, das war schon was anderes. Heißt ja jetzt Run Football bei uns, ne? Ja, das ist inzwischen auch alles etwas gewachsen und auch da sitzt ja mit Patrick Isu, mein ehemaliger Devil, der ja auch schon sehr, sehr viel gesehen hat und sehr erfolgreich ist. Und ja, es ist heute was ganz anderes und das merkt man dann selber, wenn man so über Footballspiel spricht, sei es jetzt Videospiele oder das jenes. Ist heute was ganz anderes, aber Ja. hilft natürlich auch dem aktiven Football, merke ich immer wieder, dass Leute
sagen, Mensch, das habe ich jetzt bei RAN im Fernsehen gesehen, das möchte ich jetzt mal selber ausprobieren. Voll. Was natürlich immer nicht so ganz, es ist was anderes, wenn der PlayStation-Controller bei einem Pfeife innen wackelt oder du selber fängst den Ball und der Linebacker tätowiert dir da die Face Mask in den Rücken. Muss man mögen, aber das ist ja heute auch eben der Vorteil, dass man die Möglichkeit hat, über eine Leihausrüstung oder sowas einfach mal was auszuprobieren. Das war früher, ja, wenn du da einen Helm hattest, dann war das dein eigener. Den hast du natürlich ungern hergegeben, beziehungsweise Kadergröße war ja überschaubar. Also hat es nicht unbedingt Leihausrüstung. Das ist heute natürlich alles viel weiter und viel mehr Möglichkeiten. Auch durch Regeländerungen. Das war ja zu dem Zeitpunkt, durftest du ja vor 16 kein Kontakt-Football spielen, weil als Football in Deutschland anfing, das ist so, als wenn ich jetzt nach Deutschland, nach Amerika gehen würde. Du bist Deutscher, du wirst Fußballtrainer. Ich habe von Fußball keine Ahnung, ich weiß, dass der Ball rund ist. Und das war's. Und dementsprechend sind hier natürlich am Anfang auch Amerikaner rumgelaufen als sogenannte Coaches. Da schlägst du die Hände vors Gesicht. Ja. Die hatten mangels Videospielkonsole, die hatten noch nicht mal Madden-Erfahrung so ungefähr. Die hat in der Highschool selber mal ein bisschen geballt. Aber und das ist ja heute alles. Wir haben ja nun, da spielen ja 10-Jährige fangen an mit Flag Football. Das ist ja ein Traum. Also wenn die Leute heutzutage in den Herrenbereich kommen, dann haben die ja teilweise schon jahrelange Erfahrung und inzwischen eben auch Kontakt-Football-Erfahrung.